The Legend of Zelda: Ocarina of Time wird wohl auf ewig ein Meilenstein der Videospielgeschichte sein. Als es 1998 erschien, galt es sehr schnell als das beste Videospiel aller Zeiten und wird noch heute für seine wegbereitenden Innovationen gelobt. Aber ich glaube, dass das sowieso schon jeder Zelda-Fan weiß, oder? Darum lasst mich euch heute eine kleine Geschichte erzählen, die garantiert noch nicht viele gehört haben. Es ist die Geschichte eines wahnsinnig seltenen Sammlerstücks, von dem es seit über 20 Jahren so gut wie gar keine Informationen gab und über dessen Existenz auch nur die allerwenigsten überhaupt Bescheid wissen. Jedoch tauchte es nun wieder auf und fand sogar den Weg in meinen Besitz. Dies ist die Geschichte der Zelda Ocarina of Time Special Edition. Es kommt ja nicht selten vor, dass zum Start eines neuen Spiels zeitgleich eine alternative Variante auf den Markt kommt. Am ehesten sagt uns da der Begriff Limited Edition etwas, die neben dem eigentlichen Spiel auch Dinge beinhalten wie Artbooks, Musik und dergleichen. Und tatsächlich hatte Ocarina of Time eine alternative Special Edition, von der selbst ich anfangs nichts wusste, also zumindest nicht im Jahre 1998. Oh, und damit hier keine Missverständnisse auftreten, ich rede nicht von der Ocarina of Time Collectors Edition. Diese erschien ja nur in Amerika und Australien. Die Special Edition hingegen gab es nur bei uns in Deutschland und nirgendwo sonst. Doch warum ist diese Edition so unbekannt und wieso hat sie gefühlt, niemand? Wo war sie denn all die Jahre über? Am besten fange ich mal damit an, was man allgemein wusste, bevor es im Jahr 2020 wieder neue Infos über die Special Edition gab. Damals wirkte alles sehr vage und schleierhaft. Es war klar, dass es eine Special Edition gab und auch ihr Inhalt war bekannt. Hier mal die ältesten Bilder, die ich so um die frühen 2000er immer gesehen hatte. Der Inhalt der Special Edition Box bestand demnach aus dem Spiel selbst in deutscher Fassung, einem T-Shirt mit Zelda-Logo und einem kleinen Goldpin. Des Weiteren hieß es, diese Box wurde nur in einem einzigen Laden irgendwo in Berlin vertrieben. Und das war's. Mehr war nicht bekannt oder gar bestätigt. Das Krasse war zudem noch, dass wohl nur 5 Personen im Besitz einer kompletten Box gewesen sein sollen. Sprich 5 Exemplare weltweit. Ihr könnt euch vorstellen, wie artefaktartig das klingt. Und mir als Sammler war klar, dass ich dieses Teil niemals besitzen werde. Doch dann, im Jahr 2020, geschah es. Jemand hatte die Ocarina of Time Special Edition und bot sie mehrfach zum Verkauf an. Wo? Natürlich auf eBay. Der Verkäufer gab an, dass es sich um einen Dachbodenfund handelte, der sicher und ungefaltet über Jahre gelagert wurde. Sowohl mir als auch einigen anderen Sammlern war sofort klar, das ist echt. Anhand der extrem guten Fotos konnte man erkennen, dass es sich nicht um eine Nachbildung handelte. Auch wenn nicht der vollständige Inhalt dabei war, so hat diese Leerbox mein Interesse über die verworrene Hintergrundgeschichte wieder geweckt. Vor allem, wer oder was war jetzt Cybergames? Dann, durch meine Bekanntheit als YouTuber, kam eine Person auf mich zu, die in Verbindung mit dem Verkäufer stand und mir eine Box besorgen wollte. Diesen Kontakt nutzte ich gleich, um einige Fragen zu stellen, denn ich wollte mehr über die Umstände wissen. So erfuhr ich erstmalig, dass das Unternehmen Cybergames im Jahr 1999 pleite ging und dadurch typischerweise restliche Lagerbestände, darunter eben auch die Special Edition, via Ausverkauf weggegeben wurden. Dank dieser Person kam ich also doch noch in den Besitz meiner Box, dessen Inhalt ich sogar authentisch wiederherstellen konnte. Doch so richtig einleuchtend war diese ganze Sache nach wie vor nicht. Es bedurfte noch einiger Recherche, um daraus eine zufriedenstellende und informative Geschichte zu machen. Und das war gar nicht so einfach, denn glaubt bloß nicht, dass man heute via Google noch etwas über das alte Unternehmen Cybergames erfährt. Am Ende hat es aber doch geklappt und ich kann euch nun so einige ans Licht gekommene Fakten präsentieren. Vorab an dieser Stelle ein großes Dankeschön an Anne Martha und Renke, die viel zur Recherche beigetragen haben. Wirklich super, danke. Das Jahr 1998 ist fast vorbei und Nintendo veröffentlicht ihr neuestes Zelda-Spiel, Ocarina of Time, auch in Deutschland. Es entsteht ein Lizenzdeal mit dem Unternehmen Cybergames, die das Spiel offiziell als Special Edition vertreiben dürfen.
Cybergames selbst war ein Versandhaus mit Videospieleartikeln, von denen es in den 90ern noch viele andere gab. Heute kennen wir alle nur Amazon. Aufmerksam auf Versandhäuser wie Cybergames wurde man am ehesten in damaligen Videospiel-Fachmagazinen, wo sie oft beworben wurden. Dank solcher Fachmagazine kann man jetzt auch den Inhalt der Special Edition nochmal verifizieren. In einer Ausgabe der Total gab es nämlich ein Gewinnspiel in Kooperation mit Cybergames. Es stimmt also, dass es sich um ein Spiel, ein T-Shirt und einen Pin handelte. Weitere Recherchen ergaben folgende genauere Produktinfos. Das Spiel war die vollkommen normale deutsche Version. Das enthaltene T-Shirt wurde von NP produziert und war entweder schwarz oder weiß in der Größe XL. Vorne war das Zelda-Logo aufgedruckt und auf der Rückseite war Link zu sehen. Man ist sich einig, dass der Pin dieser kleine Relief-Pin gewesen ist. Von dem gab es sogar 2 Versionen, doch der goldene links gehört zur Special Edition, während der rechte im schwedischen Zelda Value Pack zu finden war. Zusätzlich sei noch erwähnt, dass der Box auch ein Flyer beilag. Ein ähnlicher wie dieser hier, direkt von Cybergames, dessen Zweck weitere Werbung für Merch war. Wenn ihr jetzt selber auf die Jagd nach der Special Edition gehen wollt, wisst ihr, worauf ihr achten könnt, wenn es euch um Vollständigkeit geht. Einer Anzeige, einer Ausgabe der Endzone, ist zu entnehmen, wo Cybergames seinen Hauptsitz und seine übrigen Standorte hatte. Vorrangig waren diese im Norden Deutschlands. Dass die Special Edition also in Berlin vertrieben wurde, ist nicht korrekt. Natürlich kann es dort zu Wiederverkäufen gekommen sein, aber Cybergames gab es nicht in Berlin. Dann kam es letztlich dazu, dass Cybergames irgendwann im Jahr 1999 schließen musste. Und sie waren gewiss nicht das einzige Versandhaus, das pleite ging. So endete diese Geschichte und die Special Edition wurde zu einem richtigen Relikt. Also, wie selten ist sie denn nun wirklich? Ausgehend von dem, was wir jetzt neu wissen, können wir ja nochmal zusammenfassen, um uns ein aktuelleres Bild zu machen. Zuerst einmal ist die Verfügbarkeit schon sehr eingeschränkt, da es die Special Edition nur in einem Land gab. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches und dass das vorkommen kann, wusste man auch schon. Zum Beispiel haben nur die Schweden eine Alternative zu Zelda A Link to the Past bekommen, das inzwischen ebenfalls seltene Zelda Gold Pack. Um auch noch 2 aktuellere Beispiele für länderspezifische Sondereditionen zu erwähnen, seht ihr hier noch die Collectors Edition von A Link Between Worlds, gab es nur in England, und die Treasure Box von Hyrule Warriors Zeit der Verheerung, welche nur in Japan verfügbar ist. Allerdings wurden diese Varianten immer von Nintendo selbst angeboten und nicht etwa wie bei unserem Fall von einer völlig anderen Firma. Daraus folgte, dass Cybergames allein dafür verantwortlich war, die Special Edition zu bewerben, damit man auf sie aufmerksam wird. Was nicht gut geklappt hat. Hinzu kommt, dass diese Edition nur für enorm kurze Zeit überhaupt verfügbar war. Erinnert euch, Ocarina of Time kam Ende 1998 heraus und im Jahr danach ging Cybergames schon pleite. Die genaue Zeit lässt sich leider nicht weiter eingrenzen, aber es ist anzunehmen, dass man vielleicht nur ein paar Monate Zeit hatte, die Edition zu erwerben. Und wie es aussieht, auch nur über den Laden selbst oder per Gewinnspiele in Fachmagazinen. Wenn man da jetzt anfängt, über genaue Stückzahlen nachzudenken, wird einem nur noch deutlicher, wie unwahrscheinlich es ist, so eine komplette Box heute noch zu bekommen. Wie viele Stückzahlen Cybergames insgesamt bestellt hat, kann man nicht mehr sagen. Schätzungsweise könnte aber von gerade mal 100 Stück die Rede sein. Denn der eBay-Verkäufer gibt an, er habe 75 ungefaltete Boxen beim Ausverkauf erworben. Da es dann einfach 20 Jahre lang so völlig still blieb und nichts Neues auftauchte, könnte das bedeuten, dass damals vielleicht nur 25 befüllte Boxen in Umlauf kamen? Wie viele davon blieben gut erhalten und vollständig? Das letzte Video, wo jemand eine komplette Box präsentierte, ist von 2010. Uff. Ich wage zu behaupten, wir bewegen uns hier wie damals schon im einstelligen Stückzahlenbereich. Oder allerhöchstens existieren geschätzt noch 10 vollständige Exemplare. Maximal, aber eher weniger. Denn klar, auch wenn die Leerbox jetzt neue Besitzer gefunden hat, fehlt ja noch der authentische Inhalt, je nachdem wie viel Wert man darauf legen möchte. Das Spiel hat sowieso jeder, aber beim T-Shirt wird's schon äußerst knifflig.
Es muss ja das T-Shirt sein, welches von NP hergestellt und Ende der 90er allgemein verkauft wurde. Der Goldpin wäre da auch noch. Und wenn man richtig hardcore sein möchte, darf die Werbung nicht fehlen. Die vollständige Ocarina of Time Special Edition ist damit der heilige Gral für Zelda-Sammler, die seltenheitstechnisch alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Andere schwer zu bekommende Limited Editions sind erstmal viel bekannter und glücklicherweise auch durchnummeriert. Die seltenste kommt hier auf 300 Exemplare, was schon wenig ist, aber doch deutlich mehr, wenn wir im Vergleich bei der Special Edition von einstelligen Stückzahlen sprechen. Okay, damit wäre diese kleine Reise in die Vergangenheit an ihr Ende angelangt. Ich hoffe wirklich sehr, dass es informativ genug und für euch interessant war. Ich persönlich fand die ganze Recherche richtig aufregend, da es schlichtweg eine kleine, vergessene Geschichte mit Bezug zu Zelda ist. Leider ließ sich trotz großer Mühen nicht alles mit absoluter Genauigkeit ergründen. Und das, obwohl ich sogar meine Verbindung zu Nintendo genutzt habe, um den am längsten dort arbeitenden Menschen, Harald Ebert, über die Special Edition zu befragen. Doch tatsächlich hatte auch er noch nie etwas darüber gehört. Für mich wäre es nämlich interessant gewesen zu wissen, wie Nintendo überhaupt auf Cybergames gekommen ist und warum dieser Deal entstand. Aber am wahrscheinlichsten ist, dass es ein ganz simpler Marketing-Lizenzdeal war. Cybergames wollte offizielles Merch mit dem Spiel anbieten, um ihren Laden zu pushen, und Nintendo hat schlicht das Okay gegeben mit der Hoffnung auf mehr Aufmerksamkeit für Zelda Ocarina of Time. Jedenfalls bin ich sehr, sehr froh, diese Edition endlich zu besitzen. Für mich ist sie auch komplett, obwohl das so manch einer vielleicht anders sieht, da der richtige Werbeflyer fehlt. Aber das ist okay. Ich nehme einfach die Rückseite des Magazins und pack die da rein. Hey, besser als nichts, oder? Gut, jetzt bin ich aber auf eure Reaktion gespannt. Hat euch mein Video gefallen? Wie denkt ihr über die Special Edition und hättet ihr sie euch damals geholt, sofern sie besser beworben worden wäre? Ich freue mich schon sehr, eure Kommentare zu lesen. Vielen Dank für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit. Teilt dieses Video gerne mit Zelda-Fans, die diese Geschichte unbedingt auch hören müssen. Das würde mich sehr freuen. Danke und bis zum nächsten Mal. Euer Looks Like Link.